Herzlich willkommen. Ich möchte euch heute die aus meiner Sicht spannendsten Highlights der ECU-Test-Version 2021.1 vorstellen. Das ist die erste Version dieses Jahr von geplanten 4 Versionen. Es sind aus verschiedenen Testdomänen Highlights dabei, die ich jetzt mitgebracht habe, die ich vorstellen möchte. Der volle Umfang an Änderungen, Neuerungen kann wie immer auf der Webseite angeschaut werden. Ja, und dann würde ich einfach mal anfangen. Das aus meiner Sicht erste Highlight, was ich für wirklich sehr spannend halte, ist die Unterstützung von Diagnose over IP im Rahmen unseres Diagnose-Add-ons. Das ist eine Erweiterung, die es ermöglicht, den bereits komplett für CAN und CAN-FD verfügbaren Diagnoseumfang über UDS nun auch für Ethernet-Steuergeräte nutzbar zu haben. Die Arbeit ist genauso. Es ist einfach, man braucht keine weiteren Tools. ECU-Test spricht einfach Diagnose mit dem System Under Test. Man muss dafür nicht viel machen. Man legt 2 neue Ethernet-Ports dafür an. Die kann man in den Einstellungen entsprechend parametrieren. Und dann geht es auch schon los und hat Zugriff auf den vollen UDS-Funktionsumfang. Service-basierte Fahrzeugfunktionen nutzen statt Signalen eher Events und Methoden, die in RXML-Dateien definiert sind. ECU-Test kann auf diese Größen zugreifen, schon während des Tests. Neu ist, dass auch der Zugriff in der Trace-Analyse möglich ist. Dadurch kann dort sehr genau getestet werden. Man zieht einfach diese Signale, die man dann braucht, das können Events sein oder Methoden, ganz egal, in den Signalaufnahmenreiter. Dann sind sie zur Aufnahme vorgesehen und können im Nachgang ganz wie gewohnt analysiert werden, wie klassische Signale, nur eben komplett in der Servicewelt. Damit es besonders einfach geht, kann man dort auch auf die Autovervollständigung setzen, die einem hilft, auch komplexe Datenstrukturen schnell zu analysieren. Für das Testen autonomer Fahrfunktionen ist der OSI-Standard ein sehr spannender Standard. Er erlaubt es, den Zugriff auf Testumgebung, und in dem Fall bedeutet das eben Ego-Fahrzeug, andere Fahrzeuge, eben das, was in der virtuellen Welt existiert, fürs Testtool zugreifbar zu machen. ECU-Test hat damit die Möglichkeit, diese Testumgebung eben genau zu kennen und entsprechend dann auch zu bewerten, ob die Fahrfunktion sich in genau dieser Umgebung korrekt verhält. Das funktioniert sowohl für den Live-Zugriff beim Testen, aber eben auch wie gewohnt und dann in der deutlich tieferen Detailtiefe in der Trace-Analyse, die ebenfalls Zugriff hat auf diese Daten. Für das Testen von Infotainment-Systemen und grafischen Benutzeroberflächen haben wir das Tool Squish angebunden. Damit ist es möglich, über entsprechende Testjobs das System Under Test zu stimulieren, entsprechend eine Touch-Bedienung zu emulieren zum Beispiel, den Bildschirm zu beobachten und Testbewertungen vorzunehmen. Dazu passend gibt es ein Feature, was für den semi-automatischen Test geeignet ist. Wenn ich also entweder den Test noch entwickle oder teilmanuell durchführe, was mir den Inhalt von Geräten, Kameras, Bildschirmen streamt und live auf meinem Rechner anzeigt, sodass ich jederzeit sehe, wie der Test gerade läuft. Für das entwicklungsbegleitende Testen bietet ECU-Test jetzt die Unterstützung für den FMI-Standard. Das ist ein Standard, der es erlaubt, in einer ganz toolunabhängigen Form Funktionseinheiten, sogenannte Functional Mockup Units, zu exportieren aus zum Beispiel MATLAB, auch aus handgeschriebenem C-Code. Und diese Funktionen dann zu testen, und zwar ohne weitere Tools, ohne Notwendigkeit einer speziellen Schnittstelle. Das bietet alles der Standard. ECU-Test kann mit solchen Units jetzt reden, und zwar auf eine Art, die ein sehr hochautomatisiertes, skalierendes Testen ermöglicht. Alle Zugriffe dieser Units sind verfügbar und ECU-Test kann dort praktisch den kompletten Test-Harness selbst bilden und führt diese Units aus. Der Vorteil davon ist, dass man praktisch völlig losgelöst von allen Toolings, Hardware, auch eine sehr skalierende Ausführung bewerkstelligen kann. Das Ganze läuft auch unter Linux, sodass wir dort eine enorme Testbreite mit sehr kurzer Zeit auch bewerkstelligen können. Testautomatisierung bedeutet für uns immer auch Automatisierung von bestimmten Prozessschritten. Ein neues Beispiel ist der Import von Testaufträgen nach ECU-Test aus ALM-Systemen wie Polarion oder ALM-Octane. An der Stelle ist es jetzt möglich, ein Skript zu hinterlegen, welches dann einen vollautomatischen Übergang hin zur Ausführung gewährleistet. Dafür bekommt das Skript Metadaten und die Liste der Testfälle übergeben und eine entsprechende Projektgenerierung mit allen Vorbereitungsschritten, Konfigurationen daraus ist möglich. Das ist dann über GUI sehr einfach benutzbar, ein Knopfdruck und der Test läuft los, aber noch viel spannender natürlich auch über API
im Sinne von Continuous Testing, zum Beispiel über das Jenkins-Plugin. Ein weiterer Punkt, wo man mit Automatisierung sehr stark unterstützen kann, ist, wenn man den Testfallerstellern hilft, bestimmte Regeln, die im Testprojekt vereinbart wurden, einzuhalten, indem man entsprechende Checks hinterlegt. Diese Checks können in ECU-Test jetzt als Skript hinterlegt werden und sind sowohl für den Entwickler auf Knopfdruck abrufbar. Das heißt, er hat viel schneller das Feedback, ist das, was ich hier gerade programmiert habe, den Regeln entsprechend. Genauso sind diese Regeln natürlich aber auch zum Beispiel über den Jenkins immer automatisiert testbar. Das ist ein kleines Werkzeug mit einem großen Mehrwert, deutlich schneller zu qualitativ hochwertigen Tests zu kommen. Wir freuen uns über das neue Release und die neuen Möglichkeiten. Wir freuen uns auch sehr über jedes Feedback, was an uns herangebracht wird. Bis zum nächsten Mal.